Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um das beste LED-Licht für Fotografie und Film. Los geht's! Hallo, mein Name ist Alex und in diesem Video möchte ich euch vorstellen das Aputure AL-MX, das portable LED-Licht, das ich gerne nutze, wenn ich unterwegs bin und ein bisschen Licht brauche und meine Stative zum Beispiel nicht dabei habe. Das Aputure, das ist eine super tolle Marke. Geliefert wird es in einem Karton, es ist ein bisschen schwer aufzumachen. Es gibt eine nette Tasche dabei. Zubehör sind so zwei kleine Glätten, die kann man, also 4 eigentlich, das heißt ich kann die eine Rückseite runterziehen, irgendwo hinpicken, die andere Seite auf mein LED-Licht drauf montieren und dann kann ich den Klettverschluss, der in der Mitte ist, zum Beispiel auf eine ebene Fläche montieren. Dann gibt es auch noch so ein Diffusorblatt, das ist das große mit den Kanten rundherum. Ich habe das jetzt alles noch einpackt, sonst verliere ich es noch. Hier gibt es kleine Klebestreifen, dass ich das auch noch festmachen kann. Ja, es gibt ein kleines Diffusorblatt mit 4 kleinen Magneten. Das ist so ein bisschen lichtdurchlässiger als das zweite Diffusorblatt. Hier sieht man das eine Diffusorblatt und hier das zweite. Das heißt, das ist ein bisschen lichtdurchlässig, macht auch weich. Dann haben wir 2 Gummiringel dabei, die extra verpackt sind. Dann haben wir ein Kugelgelenk mit einem Blitzschuhadapter drauf, wo ich es dann einfach zum Beispiel an die Kamera machen kann. Dann mache ich das LED-Licht drauf und dann kann ich es positionieren, wie ich will. Kann ich noch ein bisschen aufdrehen und ich kann es kippen, auch um 90 Grad. Ich habe hier eine Nische. Keine Ahnung, was das ist, aber da ist ein kleines Gewinde drauf. Dann haben wir dabei eine Garantiekarte mit der Seriennummer drauf und eine Anleitung, wie das Gerät zu verwenden ist. Da steht auch einiges drauf. Tja, und dann haben wir das Gerät selber. So schaut es aus, das ist es. Man sieht hier ganz viele kleine LEDs, die angebracht sind. So schaut die eine Seite aus. Da oben habe ich ein paar Steuerungsknöpfe, mit denen ich Helligkeit einstellen kann und Lichtstärke. Ich kann es auf- und abdrehen. Das ganze Ding ist aus Aluminium und auf der Rückseite habe ich Kühlrippen. Ich meine, LEDs entwickeln jetzt nicht so viel Wärme, aber der Akku an sich kann natürlich durchaus Wärme erzeugen und diese Kühlrippen sind dafür da, damit das Ganze nicht zu heiß läuft. Ich habe unten noch ein Gewinde, damit ich es auf den Stativ drauf geben kann. Zusammen mit diesem Kugelkopf kann ich das irgendwo montieren, dann biegt das so drauf auf der Kamera. Was kann das Ding oder was macht es eigentlich so besonders? Ich meine, schaut euch mal diese Größe an, ja. Das ist nicht wirklich groß. Da haue ich mir dann zum Beispiel einen Magnetdiffusor drauf, das hält ganz gut. Ja, zusätzlich könnte ich es mit Gummiringel fixieren. Die Farbtemperatur wird angegeben von 2800 bis 6500 Kelvin. Die Leuchtstärke wird angegeben mit 200 Lux auf 1 Meter Entfernung bei 5600 Kelvin. Lichtleistung beträgt in etwa 680 Lumen. Der Abstrahlwinkel ist auch ganz wichtig, das heißt, es geht nicht nur vorwärts und leuchtet nicht alles aus. 120 Grad ist der Abstrahlwinkel. Ja, das Ding ist 280 Gramm schwer oder leicht, besteht wie gesagt nur aus Aluminium, hat eben diese Kühlrippen hinten dran, ist natürlich dicker als jetzt eine Scheckkarte oder eine Kreditkarte oder eine Bankomatkarte, aber von der Größe her kommt es dem ziemlich nah. Ich kann es auf- und abdrehen, ich kann einen Booster verwenden, das heißt, der gibt mir dann für 60 Sekunden lang 30% mehr Lichtleistung. Ich habe 4 LEDs, ich zeige euch das dann gleich, wenn ich es aufdrehe. Ich habe 4 LEDs, die den Akkustand anzeigen. Das Problem ist allerdings, 4 LEDs bedeutet immer nur 25%. Und wenn ich dann nur mehr einmal ein LED leuchten habe, weiß ich nicht, bin ich näher bei 25 oder näher bei 0. Sollte man halt immer aufpassen. Es gibt 2 Knöpfe, da steht warm und kalt daneben, beziehungsweise hell und dunkel oder hell und weniger hell. Und dann gibt es einen Schieberegler, da kann ich umstellen zwischen dimmen und der Farbtemperatur. Ja, das Ding, ich habe mein Ding von Amazon, aber im Prinzip kriegt man das sicher auch woanders her oder in einem Fachhandel. Geladen wird das, es hat hier einen USB-C Anschluss, ein Kabel wird auch mitgeliefert. Ich packe da jetzt mal keinen Diffusor drauf, ich zeige euch das jetzt einmal. Ja, ich kann es hier aufdrehen, ich drehe es einmal auf. Boom. Wie ihr seht, gibt es hier 4 LED-Lichter. Hier war der Ein- und Ausschalter. Die 4 LED-Lichter zeigen an, es ist voll aufgeladen. Im Prinzip schaut das so aus. Ich kann den Booster benutzen, ich kann nicht draufbleiben, sondern ich muss einschalten, damit ausschalten. Das funktioniert, schaut dann ungefähr so aus. Noch viel heller, wieder ausschalten. Dann kann ich dimmen, also ich habe es jetzt ohne Diffusor auf
der niedrigsten Stufe und ich kann 1, 2, 3, 4 Stufen heller stellen und von der Helligkeitsstufe her könnte ich dann nochmal ein bisschen boosten. Was ich noch machen kann ist, ich kann eben auf die Farbtemperatur umswitchen, das ist der andere Regler hier, da steht einfach nur CCT daneben und ich kann zwischen ganz warmem Licht auf mehrere Stufen runtergehen, bis ich beim kalten Licht angelangt bin. Das heißt, ich habe ein ganz kaltes Licht, dann habe ich 1, 2, 3 Stufen mit gemischtem Licht, immer stärker zum wärmer werdenden Licht und dann habe ich das ganz warme Licht. Das ist also im Prinzip Bicolor LEDs, 2 LEDs, die das machen. Ich glaube, ich werde die andere Stufe benutzen. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut, wenn ich mein großes Licht abdrehe. Also ich halte es hier auf der geringsten Stufe mit einer Hand entfernt, mache ganz gutes Licht. Jetzt habe ich nur umgestellt. So, jetzt schauen wir mal die Lichtleistung, wenn ich das ein bisschen heller drehe. Das ist halt sehr hartes Licht, weil ich keinen Diffusor drauf habe. Jetzt packen wir mal den weißen Diffusor drauf, sollte an und für sich ein weicheres Licht machen. Ich halte sie mir aus dem Bild ein bisschen. Von oben ist er Licht gut. Da drehen wir auf die kleinste Stufe. Das ist schon ein bisschen heller. Nehmen wir den anderen Diffusor mal her. Ja, gefällt mir auch ganz gut. Ein bisschen dunkler drehen. Das ist ganz kaltes Licht. Dann haben wir die 3 Stufen. 1, 2, 3. Ganz warmes Licht. Drehen wir mal auf die mittlere Stufe, auf die vorletzte Stufe. Dann schalten wir um auf Helligkeit. Drehen wir mal runter. Das ist an und für sich eine ganz gute Helligkeit. Das wäre schon wieder fast ein bisschen zu hell. Mit denen kann man schon einiges machen. Ich kann mir das natürlich auch oben montieren oder halt näher hinhalten und kann das Licht so einstellen, dass es genau mein Gesicht teilt. Also einen künstlerischen Aspekt. Ja, wie ihr seht, habe ich hier eben die 4 LEDs, die anzeigen, wie voll es ist. Es sind nur noch 3. Ja, mir taugt das Licht total. Ich habe es immer mit, für den Fall, dass ich irgendwas spontan ausleuchten möchte oder einen speziellen Lichteffekt noch irgendwo hinzufügen möchte, wenn etwas nicht ganz so toll ausgeleuchtet ist oder wenn ich was brauche. Ich kann auch jemanden abstellen, um das Ding einfach nur zu halten, wenn ich es nirgends irgendwo hinpicken möchte oder nicht auf irgendwo draufschrauben kann, weil ich zum Beispiel nur mit der Kamera ohne Stativ unterwegs bin und auf der Kamera ist zum Beispiel das Mikro. Wenn ich aber jetzt das Licht drauf habe, könnte ich zum Beispiel ein Lavalier-Mikrofon an die Person anstecken. Kommt auch ganz gut. Mir taugt's. Ich weiß nicht, wie es euch taugt. Habt ihr das Licht schon mal gekauft? Ich hoffe, euch hat mein kleiner Bericht gefallen, dieses Video mit den ganzen Details. Mein viel gibt es nicht zu sagen, es hat nur ein paar Details, aber ich bin schwer begeistert. Es hat ein paar Knöpfe, es ist sehr intuitiv. Man braucht diese komische Anleitung gar nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr über dieses kleine portable Lichtchen denkt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video.